Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korst und ich habe für euch natürlich frisch gepresste Themen. Es geht um Condor, Attestor, neue Flugzeuge, die aber eigentlich gebrauchte Flugzeuge sind. 350.000 ULR, da ist Action angesagt bei Airbus. Dann geht es weiter mit einer Promotion von den Freunden bei Hilton mit der Kreditkarte. Fast Track für den Diamond nochmal erklärt und 60.000 Avios. Und dann Qatar Airways bietet doppelte Meilen an ausgewählte Mitglieder und ihr könnt schauen, ob ihr dabei seid. Mein Name ist Lars Korsten, habe ich das gesagt? Nein, dann habe ich das nochmal gesagt. Also mein Name ist Lars Korsten und die Themen, die ich frisch gepresst habe, könnt ihr abonnieren, sollt ihr abonnieren, Glocke, Like und so weiter und dann aufs School kommen und diskutieren. Das erste Thema, was wir haben, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, ist natürlich Condor. Condor übernimmt 4 ehemalige Spirit-Flugzeuge, Gelb und Ringesocke, das passt halt, sind 320er Neos und Anfang 2027 werden diese von der vorher Spirit Airlines betriebenen Maschine an die Condor gehen. Und die werden die natürlich in die Kurz- und Mittelstreckeflotte aufnehmen. Gleichzeitig soll der bisherige Mehrheitseigner Attestor auch vielleicht sogar laut unbestätigten Medienberichten seinen Anteil von 49% vollständig auf 100% erhöhen. Condor bestätigt das Leasing halt, dann der Zugang, den haben wir ja besprochen, die Flugzeuge fielen halt an den Leasinggeber zurück, nachdem Spirit Airlines ja quasi den Arsch zugekniffen hat, wie man in Hamburg sagt. Und die Jets verstärken halt die Condor Kontinentalflotte. Attestor hält an Condor 51%, ich hatte glaube ich 49 gesagt, mea culpa, und holt die restlichen 49 vom Bund zurück, also über die SG Luftfahrt. 49% werden gehalten vom Bund, aber auch vom Land Hessen. Reuters sagte, dass Attestor damit eine Call-Option nutzen könnte. Möglichster Zeitpunkt für die Übernahme wäre zum Beispiel September 2026. Und Attestor investiert ja rund 450 Millionen Euro in die Condor, um die Condor zu dem zu machen, was sie im Moment ist. Die Condor geriet natürlich in die Bredouille, als der damalige Eigentümer Thomas Cook in Schwulitäten kam. Und dann gab es die ersten staatlichen Kredite, KfW-Kredite, 380 Millionen Euro. Weiter geht das dann natürlich mit dem Thema 175 Millionen, die zurückgezahlt werden müssen. Deshalb waren die tatsächlich gezogenen Staatshilfen 321,2 Millionen, um genau zu sein. Ja, was bedeutet eine komplette Attestor-Übernahme? Einmal natürlich, sie gehört 100%, der Staat ist raus. Und die würden dann Condor vorübergehend zu 100% kontrollieren. Damit würden alle Entscheidungen, Verkauf, neue Investoren, Flottenwachstum, Partnerschaften, strategische Allianzen, alles in der Hand von Attestor liegen. Und das heißt aber nicht, dass die langfristig da dann der Eigentümer bleiben. Das heißt also, dass die da langfristig Veranstaltungsleiter bleiben, sondern die wollen natürlich gucken, ob es einen möglichen Käufer gibt, weil Attestor ist ja Investor eigentlich. Die wollen ihr Geld damit machen und dass sie dann am Ende auch eine Art Gewinn machen oder vielleicht auch Beteiligung machen oder auch nur teilweise. Deshalb solche Sachen. Jetzt fragt ihr natürlich, warum wollen die 320er haben? Natürlich sind die am Leasingmarkt stark gefragt. Die Flotte ist relativ jung und haben auch einen geringen Verbrauch als ältere 320er. Finnair hat auch anscheinend, ich denke mal, dass aus der Spirit-Geschichte war, weil von Finnair sind ja Leute zu Spirit gegangen, neue 320er geholt, die eigentlich Neos, die eigentlich CEOs sind, also ältere Maschinen. Aber auch hier sieht man, dass Fluggesellschaften sich da natürlich bedienen und freuen, dass es Flugzeuge gibt. Und für die Strategie von Condor ist das ja auch interessant, weil sie sich damit vom Ferienflieger zu einem klassischen, breit aufgestellten Netzwerk-Carrier ausbauen. Der geplante Ausbau ist natürlich 21 330-900 bis Ende 2027, 25 A330-900 bis 2031, sogar im Moment hat man 18 und 6 weitere, die man angeblich holen wollte, die werden dort anscheinend doch nicht kommen. Der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr war 2,35 Milliarden Euro und das Betriebsergebnis war 151 Millionen Euro. Flottengröße rund 70 Flugzeuge, Passagiere 9,6 Millionen, eine Steigerung um 13%. Also ihr seht, da geht es aufwärts. Ja, Peter Gerber lässt sich wie folgt zitieren. Natürlich muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Condor wahrscheinlich an einem größeren Konglomerat andocken wird. Also insofern seht ihr, dass da natürlich mehr noch
kommt. Fazit ist, die 4 A321er, habe ich 320er? 320er Neos, Entschuldigung, nicht 23. 320er Neos sind natürlich strategisch als pragmatische Wachstumsmöglichkeit genutzt worden und sind dann natürlich auch richtig tipptopp. Weiter geht es dann so, dass strategisch wichtiger ist jedoch die mögliche vollständige Übernahme durch Attestor. Muss man auch ehrlicherweise sagen, weil der Bund dann raus ist. Der Bund hat wahrscheinlich ja dann auch wieder Gewinn gemacht, so wie es bei der Lufthansa gemacht haben. Also kann man da nichts als Bürger, der Steuern zahlt, zu meckern haben. Dann ist es so, dass man natürlich Condor auf einen späteren Verkauf und auf die Integration in eine Airline-Gruppe vorbereitet. Vielleicht mal wieder Deutsche BA, heißt also British Airways, die da was machen würden, um mit getätigten Staatshilfen, besseren Ergebnissen und wachsender Flotte präsentiert sich Condor deutlich attraktiver als vor wenigen Jahren. Also insofern ist da Musik. Ja, welcher Airline-Konzern wäre denn der beste und welches Meilenprogramm wäre dann die Konsequenz natürlich? Wenn Sie zu Air France KLM gehen, wäre es natürlich SkyTeam, wäre es natürlich, wenn Sie zu British Airways gehen, wäre es natürlich Avios Landschaft. Also insofern bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich hatte euch ja auch gesagt, zum Thema Airbus A350-1000 ULR, die machen ja ihren Marathonflug nach Melbourne und die fliegen jetzt quasi, nee, sie sind ja schon geflogen, nonstop von Toulouse nach Melbourne. Der 19 Stunden und 12 Minuten Flug dauernde Testflug ist auch ein wichtiger Baustein in der Zulassung. Also das heißt, die fliegen da nicht einfach in der Landschaft rum und sagen, oh, wir machen das, sondern es ist ein echter Testflug gewesen, der auch für die Zertifizierung wichtig ist und ist halt auch ein Baustein für die Zulassung, damit Qantas mit ihrem Project Sunrise starten kann. Die Flugnummer war AIB 35LR, Flugzeugtyp klar 350.000 ULR, Prototyp mit der Nummer MSN 707, Registrierung war die Foxtrot Whisky Uniform Lima Romeo, Start Toulouse, Ziel war Melbourne, Flugzeit 19 Stunden 12 Minuten. Und man ist in Australien nach rund 16 Stunden hat man das erreicht. Mittelmeer, Ägypten, Saudi-Arabien, Oman, Indischer Ozean und Australien. Der Flug wurde klar über Flightradar verfolgbar. Da hättet ihr schauen können. Der Airbus bezeichnet ihn mit den Worten vom Sommer zum Winter in einem einzigen Flug. Ja gut, Nordhalbkugel haben wir Sommer, Winterhalbkugel haben wir Winter. Also so ist das zu erklären für den einen oder anderen. Ja, man hat auch Passagierdaten, also Passagier simuliert, hat auch Gewicht simuliert, also Gepäck und Cargo. Heißt also, man hat in der Belly Gewichte gehabt, hat in den Flugzeug selber Wassertanks gehabt, die also auch Wasser verdunsten, damit man die Passagiere nachführt, wassergefüllte Passagierdummies quasi und Gewichte, Messgerät, Testgeräte, all das hat dann quasi das maximale Gewicht simuliert und damit war natürlich auch alles getestet worden, das Gewicht, Schwerpunkt, Wärmeaufgabe einer späteren Kabinenbelastung und Leserkommentare, die ich irgendwo gelesen hatte, haben halt gesagt, dass da rund 5 Tonnen Messequipment alleine drin waren. Also interessant, was es da so gibt. Und 20.000 Liter ist allein der Zusatztank groß. Kerosin hat eine geringere Dichte, also es ist nicht 1 Kilo wie Wasser. Aber die maximale Treibstoffmenge sind damit 185.076. Die Qantas will ja mit 238 Sitzplätzen fliegen. Davon sind 140 Economy Class Sitze. Jo, was wollen wir als Fazit sagen? Airbus hat also quasi damit einen zentralen Ausdauernachweis für die 1000er ULR erbracht. Heißt also, das Prinzip grundsätzlich funktioniert. Die Aufnahme ist gerade unterbrochen, deshalb die SD-Karte. Kurze Unterbrechung, kleiner Cut, ihr merkt es. Also lange Rede, keinen Sinn. Als Fazit fange ich doch mal von vorne an, damit ihr das seht. Airbus hat also quasi den zentralen Ausdauernachweis gebracht und erbracht. Der entscheidende Test beginnt jedoch erst im Linienbetrieb bei Gegenwind, voller Kabine, regulärem Gepäck und dauerhaftem Flugplan. Qantas muss natürlich beweisen, dass es auch ein profitables Produkt sein kann mit Gegenwind, wenn es den gibt. Kann es ja teurer werden. Also insofern könnt ihr was dazu sagen. Würdet ihr 19 bis 22 Stunden nonstop fliegen, wenn ihr dadurch einen Zwischenstopp nach Australien spart? Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Für alle, die Hilton haben, Hilton Karte aber nicht haben, heißt also Hilton Status haben, da gibt es ja die Hilton Honors Kreditkarte von Advancia mit sofortigem Goldstatus, reduzierten Diamond-Anforderungen, aktuell 60.000 Punkten Willkommensbonus. Für regelmäßige Hilton ist die Karte durchaus attraktiv. Wer die amerikanische Karte, und das sage ich ganz bewusst, nicht hat oder haben will, sollte diese zumindest nehmen, damit ihr Punkte bekommt. Jahresgebühr Deutschland und Österreich 72 €, Hilton Gold dabei, 40 Nächte pro Jahr statt regulären 50 Nächte für den Diamond-Status.
Diamond rein über Kartenumsatz laut arithmetischer Rechnung, 40.000 Euro Umsatz, ergibt 40 Staatsnächte, Punktegutschrift, 1 Hilton-Punkt je Euro, regulärer Einkauf, 2 Hilton-Punkte je Euro Umsatz in Hilton-Hotels. Und ja, das nur so als Meldung. Ich persönlich bin Diamond Reserve mittlerweile. Ob der Diamond sich jetzt lohnt, ich höre viele Diskussionen, dass die Leute sagen, sie will nicht upgraden wollen. Dadurch, dass ich viel in denselben Hotels übernachte, habe ich halt die Hilton Diamond Vorteile gehabt. Auch und jetzt auch Reserve mit Status-Upgrade auf Suiten und so weiter. Einige sagen, sie haben nur 3% von ihren Aufenthalten abgegradet bekommen. Klar, man muss halt überlegen, als Hilton Diamond bist du halt immer noch einer von 2 Millionen. Also es gibt wohl angeblich 2 Millionen Hilton Diamond, Reserve nur 50.000 weltweit. Und das ist halt das. Aber ein Diamond-Status macht trotz der Nicht-Upgrades Sinn. Warum? Weil du hast halt Frühstück dabei, du hast mehr Punkte dabei. Also das ist halt schon besser. Und klar, man kann jetzt über den Late-Checkout, der nicht existiert beim Diamond, den gibt es ja erst ab Reserve 4 PM, heulen. Aber am Ende des Tages, what to do? Also insofern könnt ihr ja mal schauen. Was sind die Punkte wert? Kann man auch gucken. Heißt also, wenn man halt die Punkte nimmt, dann ist es halt so, dass das Hilton jetzt nicht die geilsten Punkte-Values hat. Also, aber take it, und wenn du viel bei Hilton bist, mach es bitte. Ja, Fazit heißt also, für regelmäßige Hotelgäste kann der Goldstatus, Frühstück ist ja dann auch nicht das immer, geil sein. Alles andere ist ein Add-on-Bonus, Diamond auch Add-on-Bonus. Diamond wird leichter erreichbar sein, aber nicht automatisch für jeden sinnvoll. Der Willkommensbonus ist attraktiv, ja, auch besser als das, was es sonst gab. Aber vor Beantragung muss man halt das offizielle Preisverzeichnis, Bonusbedingungen und so weiter kontrollieren, dass alles noch so funktioniert, wie es ist. Ja, seid ihr der Meinung, dass der Hilton-Status Gold 72 Euro pro Jahr wert ist? Könnt ihr ja mal selber sagen. Dann haben wir noch was von Qatar. Beim letzten Thema, Qatar Airways bietet ausgewählten Mitglieder doppelte Avios. Qatar Airways versucht aktive und relativ neue europäische Kunden wieder zu reaktivieren und gibt einen Bonus. Der Aktionscode ist JuliPC, also in der englischen Schreibweise JulyPC, JULYPC. Und Buchungszeitraum ist 20. bis 30. Juli. Müsst ihr euch also ranhalten. Reisezeitraum ist allerdings bis zum 15. Dezember 2026. Und die doppelten Avios auf anrechenbaren Basis. Wer zusätzlich beworbener Tarifnachlass 5 bis 10% auf Basisflugpreis. Guckt aber nach, ob es sich für euch lohnt. Ist es halt einfach so, die Geschichte ist halt wirklich so, dass ihr, wenn ihr in Deutschland lebt, teilnahmeberechtigt seid, Österreich auch, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Labarababa. Also das heißt, also für meine deutschsprachigen Freunde und Freundinnen ist das durchaus ein Thema. Die Flüge sind ausschließlich von Qatar Airways, die funktionieren, wenn die von Qatar Airways vermarktet sind, ausschließlich von Qatar Airways Webseite gebucht, keine Codeshare, keine anderes, Interline-Verbindungen sind Ausforderungen und natürlich muss die Privilege Club Nummer bei Buchung oder Check-in hinterlegt sein. Ja, was gibt es noch? Rabattfähige Buchungsklassen, Economy Class OTQ NSV, Business Class ist R und I und in der First Class die A, falls ihr es wissen wollt. Ja, Tickets nicht übertragbar, ihr kennt das ja alles. Wollen wir über den Wert von Avios reden? Ehrlicherweise, auch das ist eine devaluierende Meilen, aber wenn man das einfach mitnehmen möchte und kann, dann ist das schon nicht verkehrt. Ja, die Aktion ist halt so, dass sie sich für berechtigte Mitglieder lohnen kann, wer sie also macht und einen Bonus mitziehen kann und auch dann nochmal einen Rabatt mitzieht. So do it. Der tatsächliche Preisverteil muss halt immer über die Vergleichssuche kontrolliert werden. Buchungsfrist endet am 30. Juli, ganz, ganz wichtig. Und nur wegen doppelter Avios sollte niemand einen teuren, unflexiblen Flug buchen. Das sollte man auch wissen. Ja, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und seht den Cut in der Sendung. Und dann geht es weiter mit der Frage zu dem Thema natürlich vorher noch, findet ihr es fair, dass Qatar inaktive Mitglieder mit Doppel-Avios belohnt, während aktive Kunden leer ausgehen? Das nur so. Aber jetzt kommt das Fazit für die Gesamtsendung. Condor setzt ihre Wachstumsstrategie mit kurzfristig verfügbaren 320 Neos fort. Attestor übernimmt 100% der Bude, um auch Kontrolle zu haben und damit sich auch hübscher zu machen für einen möglichen neuen Investor oder Käufer und auch für eine Aufnahme in eine Allianz oder unter die Flügel von einem
anderen Konglomerat, wie das so heißt. Dann geht es weiter mit Airbus, die haben ja bei den 350-1000 ULR gezeigt, wie halt die Reichweite sein kann, zumal Melbourne nicht unbedingt das letzte Ziel ist, es soll ja nach Sydney eigentlich gehen. Kreditkarten und Vielfältige werden gezielt als Instrument zur Kundenbindung genutzt. Ihr merkt das ja mit den Karten. Heißt also, inaktive Kunden werden damit getriggert. Wer viel reist, kriegt weniger Boni. Das ist ja auch schon bei anderen aufgefallen. Ihr wisst es ja, weil man braucht keine Incentivierung, wenn man es benutzt. Ja, insofern, das Thema ist natürlich, Condor erweitert die Flotte, Airbus die Reichweite und Loyalitätsprogramme erweitern ihre Anreize. Geiler Satz, oder? Also in dem Sinne, danke euch, dass ihr heute da wart und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung zu sehen. Ach nee, Frage des Tages könnt ihr auch beantworten, wenn ihr auf School kommt und abonniert habt. Ach, wenn ich nicht in der Reihenfolge vom Text bleibe. Auf jeden Fall, welcher Airline-Konzern wäre die beste langfristige Eigentümer für Condor? Und würdet ihr 72 € pro Jahr für einen Hilton Gold zahlen? Danke, jetzt aber tschüss. Also bis zur nächsten Sendung. Ciao, ich habe 25 Minuten zum Hochladen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen später als 7 Uhr werden. Entschuldigung, aber Kalifornien ist halt leider schön. Und es ist ja auch erst hier 9:24 Uhr. Also bis dann, ciao.